Hallo Leute und moin moin aus Bremen. Ich mache jetzt eine Stadtführung und zwar keine normale, sondern eine unter der Erde. Ich bin auf der Suche nach geheimnisvollen Bunkern, Kellern und anderen interessanten Ecken und Winkeln. Also begleitet mich auf einen Rundgang durch Bremens Unterwelt. Früher war der Elefant ein Kolonialdenkmal, nach der Unabhängigkeit von Namibia heutzutage natürlich ein Antikolonialdenkmal, das am Nelson-Mandela-Platz auf der Rückseite vom Bahnhof neben der Bürgerweide liegt. Es existiert der Mythos, dass im Inneren des Elefanten ein Vermögen liegt, welches Bremen seine Unabhängigkeit sichert. Ich habe nichts gesehen und konnte durch ein Gitter in den Hohlraum des Elefanten blicken, aber wer weiß. Unter dem Bahnhofsvorplatz auf der rechten Seite liegt ein ABC-Bunker. Ein weiterer baugleicher Bunker liegt direkt nebenan vor dem Überseemuseum. Beide sind heute jedoch nicht mehr in Nutzung, auch nicht als Tiefgarage, denn es gibt keine Notausgänge mehr bzw. diese dürfen nicht mehr geöffnet werden. Wo genau diese Ausgänge überraschenderweise liegen, das zeige ich gleich. Auf dem Weg zum Theater am Goetheplatz durchqueren wir die Wallanlagen, in denen sich 8 Erdbunker verbergen. Jedoch ist keiner der 8 Bunker mehr zugänglich. Die Hohlräume existieren noch, aber es ist kein Zutritt mehr gestattet. Daher kann man ihre Position auch nur erahnen. Vor einiger Zeit ist an einer Stelle der Boden etwas eingesackt und sorgte für großes Medieninteresse über Sicherheit und zukünftiger Nutzung. Theater am Goetheplatz gehe ich durch den Hintereingang direkt zur Bühne und eine Treppe nach unten. Dort sitzt zwischen den Zuschauerrängen mit seinen 800 Plätzen und der Bühne normalerweise das Orchester. Für die fleißigen Mitarbeiter hier gibt es immer etwas zu tun. Am Vormittag stehen häufig Proben und Vorbereitungen für die Abendvorstellungen an. Jetzt wird es spannend und ich werfe einen Blick in den Kulissenkeller des Theaters Bremen, der für den Besucher so in dieser Form nicht einsehbar ist. Hier befinden sich unzählige Stockwerke, Lagerräume und die ganze Bühnentechnik und Hydraulik für die unterschiedlichen, bereits vorbereiteten Kulissen und Bühnenbilder. Dies ist die sogenannte Unterbühne, die in diesem Theater als Podienanlage ausgeführt ist. Das heißt, auf einer Fläche von 12 x 12 Metern kann man den Boden auf- und niederfahren, und zwar in 6 Segmenten. Wie ich finde, sehr beeindruckend, was alles so im Hintergrund unsichtbar für die Augen des normalen Theaterbesuchers alles hier passiert.
Zurück aus dem Untergrund an der Oberfläche sehe ich den Stadtmusikanten-Express auf seiner Stadtrundfahrt vorbeiziehen. Nach diesem spannenden Nachmittag verschlägt es mich an die Weserpromenade Schlachte, wo auch das Becks Segelschiff, die Alexander von Humboldt, vor Anker liegt. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Neue Kanada- und USA-Reisevideos oder aus Bremen und Umgebung gibt es wöchentlich, immer donnerstags hier auf meinem Reise-Videoblog. Jetzt kostenlos abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Reiseabenteuer wieder. Flight number 1418, final call. Now closing at gate A6.